Wir sind wieder an der Mosel und durchfahren jetzt den Ort Bernkastel-Kues. Wir sind auf dem Weg zum Wohnmobilstellplatz und Freizeitanlage Sunpark. Das ist in dem kleinen Ort Grach. Diesen Stellplatz und Ort und die Umgebung möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Der Stellplatz ist nur wenige Kilometer entfernt von Bernkastel-Kues. Ich habe hier mal die Orte markiert, Bernkastel-Kues und auch den Stellplatz. Wir fahren hier auf der Bundesstraße 53. Wir sehen jetzt links die Mosel, jetzt sehen wir auf der linken Seite auch parkende PKWs. Das sind Besucher von Bernkastel-Kues. Wir haben Mitte Juni, es ist ein Montag und wir kommen hier in der Mittagszeit auf diesem Stellplatz an. Der Stellplatz liegt fast direkt an der Mosel. Es verläuft noch ein Fahrradweg zwischen Mosel und Stellplatz. An einigen Plätzen hat man auch einen Blick auf die Mosel. Der Platz hat 100 Parzellen und ist auch geeignet für größere Mobile. Das darf ich vielleicht auch gleich sagen, Hunde sind hier erlaubt. Der Platz kostet 20 € inklusive Strom. Es gibt Duschen und Toiletten, die wir allerdings nicht genutzt haben. Die Parzellen haben eine schöne Größe, man hat auch vor dem Mobil noch ausreichend Platz und kann ohne Probleme die Markise ausfahren. Der Stellplatz streckt sich lange hin. Hier auf der linken Seite, die Plätze sind alle fast belegt, hier an der Mosel direkt. Rechts gibt es viele freie Plätze. Hier muss man wissen, ganz rechts verläuft die Bundesstraße und die ist dann gut zu hören. In der Nacht war es allerdings ruhig. So sieht das Ganze von oben aus. Wir sehen die Mosel, dann den Stellplatz und rechts daneben die Bundesstraße. Wenn man den Platz ganz durchfährt, dann kommt man am Ende auf einen großen Platz. Dort gibt es die sanitären Anlagen, End- und Versorgung und noch einige Dinge. Hier sieht man verschiedene Container. In einem Container ist das Büro vom Platzwart untergebracht. Der ist aber nur stundenweise hier zu erreichen. Dann findet man hier die Container für die sanitären Anlagen. Am Bürocontainer hängt ein Schild. Dort ist zu lesen, dass man sich hinstellen kann und während der Bürozeiten sich dann anmeldet hier. Ich sehe gerade hier auf dem Schild, der Platz kostet nicht 20 €, sondern 22 €. Auch hier kann man wieder direkt vom Stellplatz aus starten zu einer Fahrradtour. Wir starten jetzt zur kleinen Stadt Bernkastel-Kues und dazu nutzen wir den Moselradweg. Der Moselradweg ist ca. 300 Kilometer lang, beginnt in Frankreich in Metz und endet in Koblenz, dort wo die Mosel in den Rhein mündet. Man kann den Moselradweg in verschiedenen Etappen zurücklegen. Wer dazu Informationen braucht, die findet man im Internet. Zur Stadt Bernkastel-Kues sind es nur wenige Kilometer vom Stellplatz aus. Wir sehen hier ja auf der rechten Seite ein Schiff, also von hier aus kann man zu einer Moselrundfahrt mit dem Schiff starten. Bernkastel-Kues hat etwa 6.500 Einwohner und wird von vielen Touristen besucht. Besonders viel los ist auch, wenn die Weinfeste stattfinden, speziell Ende August, Anfang September. Schön ist es in der malerischen Altstadt mit dem mittelalterlichen Marktplatz. Hier sieht man auch viele, die mit dem Fahrrad unterwegs sind und sich die schöne Stadt anschauen. Die beiden Stadtteile Bernkastel und Kues sind durch eine Brücke verbunden und wer möchte, der kann auch mit dem Fahrrad darüber fahren und sich den anderen Stadtteil auch anschauen. Für uns ging es jetzt wieder zurück mit dem Fahrrad zum Stellplatz und jetzt muss ich noch was speziell zur Zufahrt
zum Stellplatz erklären oder zeigen. Ich hatte bei der Anfahrt vergessen zu filmen, wie wir hier reingefahren sind. Und zwar jetzt auf der rechten Seite, dort kommt die Zufahrt. Ich stoppe jetzt mal das Bild, hier wo der Stein auf der rechten Seite liegt, dort kommt die Zufahrt, kommt man von der Hauptstraße hier rein und muss dann hier weiterfahren. Ich hatte erst vermutet, dass es der Fahrradweg ist. Nein, das ist die Zufahrt direkt zum Stellplatz. Jetzt haben wir hier direkt die Einfahrt zum Stellplatz. Links geht es nur jetzt per Fahrrad weiter. Jetzt noch ein Wort zu den Stromanschlüssen. Man könnte den Eindruck haben, dass man hier noch eine Karte braucht, um Strom zu bekommen. Das ist nicht so, denn der Strom ist hier in der Platzgebühr enthalten. Das ist mit den Karten hier wohl noch aus alter Zeit. Das funktioniert wohl alles nicht mehr. Jetzt noch mal ein paar Worte zu meiner Haco-App und der Haco-Stellplatzkarte. Alle Stellplätze, die ich hier in Videos vorstelle, findet ihr auch auf der Stellplatzkarte. Die könnt ihr öffnen in der Haco-App oder natürlich auch über haco-video.de. Wenn ihr über meine Internetseite auf die Stellplatzkarte geht, dann habt ihr es am einfachsten. Dann findet ihr die unterschiedlichen Symbole, farblich gekennzeichnet, ob dort auch Wohnwagen stehen dürfen oder ob man dort auch mit Anhänger stehen kann oder ob auf Stellplätzen auch Wohnwagen stehen dürfen. Das sieht man am besten, wenn man direkt übers Internet hier auf meine Stellplatzkarte geht. Das ist auf der App leider nicht möglich, deshalb muss man hier übers Internet reingehen, um das genauso zu sehen. Wenn man zum Beispiel einen Stellplatz sucht, wo man dann weiß, den habe ich vor einigen Jahren schon vorgestellt, wenn man das dann über die Stellplatzkarte macht, dann ist es am einfachsten und am schnellsten. Wenn ich bei YouTube erst suche, dann kann es lange dauern. Hier weiß ich zum Beispiel, das war ein Stellplatz an der Mosel, dann gehe ich auf die Karte und suche dort die Plätze und klicke sie an. Hier sind die Videos auf der Stellplatzkarte mit verlinkt, sodass man auch sofort das Video zum Stellplatz dort hat. Wenn man auf ein Symbol klickt, dann geht links ein Fenster auf. Dort hat man gleich im Text einige Informationen. Darüber ist das Video, das kann man anklicken und dann kann man sich das Video zum Platz anschauen. Das waren nochmal ein paar Informationen zu meiner Stellplatzkarte. Wir wollen den Platz jetzt verlassen, fahren vorher aber noch zur Entsorgung. Am Abreisetag muss man den Platz bis 13 Uhr verlassen haben. Ich habe gelesen, dieser Platz hat geöffnet von Anfang April bis Anfang Oktober. Am besten man zahlt einen Tag vor der Abreise, denn der Platzwart ist nicht immer vor Ort. Das ist dann etwas blöd, wenn man dann weg will und man trifft dort im Büro keinen an. Hier sieht man jetzt die End- und Versorgung. Man sieht, es gibt zweimal Bodeneinlässe, das heißt also 2 Fahrzeuge können gleichzeitig hier entsorgen. Wie viel Frischwasser haben wir denn noch? Weiß ich, da hinten ist ja die Tanken eigentlich mehr. Die Platzgebühr beträgt 22 €. Hunde sind erlaubt und sind in der Platzgebühr enthalten. Schade, dass man den Platz nicht ohne Strom nutzen kann. Wir brauchen keinen Strom, dann wäre die Platzgebühr wahrscheinlich erheblich geringer. Ja, das war's mal wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich arbeite ja immer noch daran, dass ich mal 100.000 Abonnenten auf meinem Kanal habe. 88.000 sind es ja schon. Also drückt auf die Glocke. Ich sage danke und bye bye, bis zum nächsten Mal.